Der Brand. Auf meinem Weg zum Schwimmbad dachte ich nochmals daran, wie mein Haus in Flammen gestanden hatte, in der Nacht vom Restaurantbesuch und der Zusammenkunft mit meinen Verwandten. Ich war im Dunkeln gemächlich durch dichten Schnee nach Hause gelaufen und wurde von einem riesigen, hellen Feuer überrascht, dessen Hitze ich schon von weitem fühlte. Noch bevor ich mein Haus hinter der letzten Straßenkurve erblicken konnte, spürte ich eine immense Wärme von vorne gegen meinen dick bekleideten Körper und mein Gesicht drücken. Ich hörte ein lautes Rauschen, ein Prasseln, Knacken, das mit jedem Schritt lauter wurde. Ich hörte Menschen rufen. Ich hörte Hektik. Ich hörte, dass hinter dem Felsen etwas los war, das ich mir nie gewünscht hatte, das ich nun auf plötzlichste Weise in mein Leben zwängte, als hätte ich nicht schon genug niederzwingende Erfahrungen gemacht, die das Potenzial in sich trugen, mich auf der Stelle zu erschlagen und mich all meine Lebensjahre zurückzuwerfen in einen Zustand der Vorgeburt, ohne Wachsamkeit und ohne Möglichkeit. Mir wurde heiß in der Luft. Ich schwitzte, sodass ich mich fragte, ob ich überhaupt weitergehen wollte, um hinter die Kurve zu schauen, hinter den mächtigen Felsen, der meinen Blick nach vorne blockierte. Ich wollte sehen, ich wollte mehr spüren, ich wollte wissen. In Zeitlupe legte sich in der Ferne dieses hitzige Spektakel frei und ich war total aufgelöst. Ich konnte weder vor noch zurück. Ich wollte abrupt nichts mehr. Ich konnte nicht wollen. Meine Stimme versagte. Ich war still geworden, in Schritt und Ton. Ich starrte nur auf dieses Geschehen, das sich in unermesslich hohen Flammen vor meinen Augen vollzog. Übelkeit stieg in mir auf. Ich gewann meinen Tastsinn zurück, wandte mich ab. Ich wollte dieses Inferno nicht weiter beobachten. Ich wollte aber mit den Menschen in Kontakt treten, die dort vorne in meiner Vorstellung ihr Leben dafür gaben, sich um mein Resthaus zu kümmern, das im Zerfall war, das vielleicht nie wieder aufgebaut werden würde. Ich wollte mit diesen Menschen sprechen, über was geschehen war. Ich wollte wissen, ob ich helfen konnte, aber ich spürte Taubheit. Ich
Ich war nicht in der Lage, meinem brennenden Haus zu Hilfe zu kommen und den Menschen unter die Arme zu greifen, die entweder freiwillig oder von Beruf her versuchten, dieses Denkmal zu retten. Alles war verbrannt. Verbrannt. So viel wusste ich. Meine Musik, meine Bilder, meine Sprache. Alles verbrannt. Sobald die Hitze im Rückwärtsgang wieder erträglich wurde, sank ich in meine Knie und hockte dort lange, ohne einen Gedanken. Warum musste ich jetzt wieder an diesen Schmerz denken? Ich hoffte, dass mir das Wasser, meine Schwere, meine Atemnot im Becken zwischen den anderen Schwimmern gleich nehmen würde, sodass ich Atemzug für Atemzug wieder ins Leben fand, ins Fühlen, in den Genuss des Treibens und des Getragenwerdens. Erfüllt und befreit könnte ich sein, wenn geschehen würde, was ich mir von der Abkühlung im blauklaren Nass erhoffte.